Ich heiße herzlich willkommen am heutigen Nachmittag, und zwar hier vor Ort im Magnushaus in Berlin-Mitte, und gleichzeitig begrüße ich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier vor Ort, national und international, die unsere Veranstaltung auch im Livestream verfolgen können. Die Vorträge hier vor Ort finden auf Deutsch statt. Im Livestream besteht auch die Möglichkeit, die Präsentation in englischer Sprache mitzuverfolgen. Worum geht es heute, meine Damen und Herren? Vertrauen. Es geht um Vertrauen, genauer gesagt trägt unser Wissensdialog den Titel Vertrauen in der Krise. Wenn man davon ausgeht, dass Vertrauen eigentlich die Grundlage jeder Beziehung ist, könnte einem diese Doppeldeutigkeit dieses Titels vielleicht stutzig machen. Es stellen sich Fragen wie: Befinden wir uns alle in einer Vertrauenskrise oder spielen gerade in Krisen das Vertrauen untereinander eine besondere Rolle? Ist der Mensch eher ein misstrauisches Wesen? Oder vertrauen Kinder grundsätzlich, wenn sie auf die Welt kommen? Welche Form und Ausprägung von Vertrauen gibt es überhaupt? Gibt es da überhaupt verschiedene? Wir hören gleich verschiedene Vorträge aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und Perspektiven, und ich hoffe mir, dass dadurch die eine oder andere Frage beantwortet wird oder ob sich weitere Fragen auftun. Lassen Sie mich noch auf einen Aspekt hinweisen, der für uns, den Ausrichter, das Bundesinstitut für Risikobewertung, von zentraler Bedeutung ist. Es stellt sich ja in unserem gesetzlichen Auftrag dar, dass wir als einzige Bundesbehörde Risikokommunikation sowohl in der Ausprägung ohne Fachaufsicht machen und auch in den Bereichen forschen. Und zwar nicht unbedingt nur in den Bereichen, wo unsere Zuständigkeiten liegen, sondern insgesamt auch eben im Rahmen unserer staatlichen Aufgabe. Das ist schon eine spannende Frage, wenn ein Staat dann fragt, ja, wo fängt die Sicherheit an, wo geht die Freiheit los, wem soll ich eigentlich vertrauen? Gibt es vertrauensbasierte Interventionsschwellen auf der Seite des Staates, oder wie sieht das bei den Bürgerinnen und Bürgern aus? Haben die ein Recht darauf, dass der Staat ihnen vertraut, oder vice versa? Ich denke, diese Arten sind für uns wichtig, weil Risikokommunikation eben einer unserer Aufgaben ist. Das bedeutet, die Dinge, die wir herausfinden, so zu kommunizieren, dass eben ein mündiger Bürger oder mündige Bürgerin eben auch ihre Verhaltensentscheidung letztlich darauf abstellen können. Der Erfolg von Risikokommunikation bemisst sich nicht nur an einer gelungenen Wissensvermittlung, sondern eben auch in Förderung von Vertrauen oder Akzeptanz gegenüber den behördlichen und in unserem Fall auch behördlich-wissenschaftlichen Informationen sowie eine Mobilisierung verschiedener Zielgruppen, präventiv zu handeln und informierte Entscheidungen zu treffen. Das mag die Bürgerin sein, der Bürger, ist aber auch die Industrie, sind auch die Wirtschaftsbeteiligten, die NGOs und nicht zuletzt auch die politisch Handelnden. Die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers 2021 zum generellen öffentlichen Vertrauen gegenüber der Wissenschaft zeigen es. 61% der über 1000 Befragten vertrauen der Wissenschaft und Forschung aufgrund deren Expertise, weil sie nach Regeln und Standards arbeiten und im Interesse der Öffentlichkeit forscht. 61%, ein über die letzten 5 Jahre hinweg durchaus hoher Anteil. Dennoch, und das ist bemerkenswert, ist die Wissenschaft punktuell einer zunehmenden Gefahr ausgesetzt, dass sie diskreditiert wird. Wissenschaft und wissenschaftliche Ergebnisse sind heute eine Informationsware, wie alle anderen Dinge auch. Es ist aber an der Wissenschaft selbst, dem vorzubeugen. Da hilft kein Selbstmitleid. Wir müssen unsere Botschaft klar und eindeutig in die Öffentlichkeit rüberbringen. Das gilt unabhängig von verschiedenen Interessensgruppen, die sich auch noch auf dem Marktplatz der Meinungen tummeln. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, natürlich auch um das Vertrauen derjenigen, die das lesen, ringen. Besonders problematisch ist es, wenn der Wissenschaft nicht mehr geglaubt wird und insbesondere Regulierungsentscheidungen des Staates auf der Grundlage von verzerrten Daten getroffen werden. Fake News in aller Munde, meine Damen und Herren, das stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch viele nicht wissensbasierte Entscheidungsgrundlagen, die die Politik eben auch sich leistet. Und die Frage ist dann eben auch, wie weit kann das gehen? Welche Konsequenzen hat das eigentlich an einem Staat? Das kann dazu führen, dass wir auf technische Möglichkeiten und Entwicklungen verzichten müssen und tun, immer schon. Denn, und das muss man konstatieren, ein Vertrauensverlust in diesem Bereich der Wissenschaft ist auch ein Problem der Demokratie. Schließlich haben wir gelernt, wie wichtig es ist, Sachfragen von denjenigen Fragen zu trennen, in denen es um Wert- und Interessenskonflikte geht.
Es trägt letztlich immens zur Befriedung des des demokratischen Diskurses bei, wenn wir uns verständigen, für die Klärung von Sachfragen auf das jeweils best verfügbare Wissen zuzugreifen. Ist dieses Wissen nichts mehr wert oder beliebig oder wird es nicht mehr gehört, sondern wird darauf verzichtet, fehlt eben auch die Basis für den Diskurs und letztlich beginnen hier auch undemokratische Strukturen zu greifen. Sobald es um Vertrauen geht, das Vertrauen in das Personen in wissenschaftliche Erkenntnisse setzen, gibt es große Unterschiede bei den verschiedenen Themen. Sollte man gar nicht glauben, aber in so einem technikaffinen Land wie Deutschland gibt es da schon Unterschiede. Manche Innovationen stoßen in Deutschland auf breite Ablehnung, in anderen Ländern überhaupt nicht. Dort werden sie begrüßt. German Angst ist weit entfernt. Ein Beispiel ist die grüne Gentechnik, ein Feld, in dem laut Wissenschaftsbarometer 2016 nur 17% der Befragten der Wissenschaft trauen. Andere Innovationen, etwa im Bereich der mobilen Kommunikation, werden nicht nur unkritisch begrüßt und mit großer Geschwindigkeit von breiten Teilen der Bevölkerung auch angenommen und akzeptiert. Mag das öffentliche Grundvertrauen in die Wissenschaft hoch sein, in allen Facetten, so gibt es doch ein verbreitetes Misstrauen gegenüber etablierten Wissenschaftsinstitutionen, politische Parteien und große Wirtschaftsunternehmen. Ihnen unterstellt man je nach Blick und entsprechender Weltsicht Eigennutz, Unlauterkeit und Korrumpierbarkeit. Dieser Vertrauensverlust ist insbesondere für die Wissenschaft schmerzlich, weil Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit zu den wesentlichen Fundamenten unserer Arbeit gehören. Und letztlich ja auch, zumindest was das BFR anbelangt, auch gesetzlich unsere Aufgabe ist. Für eine Einrichtung wie die unsere, die seit der Gründung eine Abteilung für Risikokommunikation innehat, ist Vertrauen in die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Haus essentiell. Deshalb interessiert uns das Thema auch. Das BFR weiß darum, dass insbesondere die Formate auf den unterschiedlichen Kommunikationskanälen zielgruppengerecht gestaltet sein müssen. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir haben uns alle schon ein bisschen an die digitalen Formate gewöhnt. Ich würde nämlich hier zum Beispiel jetzt erstmal ganz bescheiden schauen und sage, der Raum ist ja noch nicht mal voll, aber ich weiß, wie voll das Internet ist. Und darum geht es ja letztlich auch. Auch hier ist entscheidend, dass diese regelmäßig auf der Basis der Erkenntnisse der Wissenschaftskommunikation evaluiert werden, auch das, was wir heute machen. Und in diesen ganzen Serien, die das BFR über die letzten 20 Jahre gemacht hat, geht es halt immer um ganz bestimmte Fragestellungen, die also sowohl von staatlicher Seite als auch von der Zivilgesellschaft eben auch diskutiert wird und wo man eben auch sich über die Definition klar sein muss, wenn man hier sich weiter engagiert. Für uns ist es sogar Basis unserer Arbeit, wenn wir im Kommunikationsbereich unterwegs sind. So haben wir beispielsweise derzeit ein Projekt im Haus, das über die Generierung verhaltenswissenschaftlicher Daten der sogenannten BFR-Vergiftungsunfälle bei Kindern optimiert. Wir haben die, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, da kann man, wenn man Eltern ist oder Großeltern, kann man relativ schnell die Giftzentralen aufgrund dessen, was da gerade passiert ist, eben alarmieren bzw. sich rückversichern. Und wir versuchen in dem Fall zum Beispiel in der Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität und der Universität Bielefeld geeignete Kommunikationsstrategien zur Kinderunfallprävention zu erforschen. Diese Erkenntnisse werden eben nicht nur in der wissenschaftlichen Community geteilt, sondern auch mit Akteuren in der Kinderunfallprävention, in einem Stakeholder-Workshop hier bei uns am BFR. Aber es ist eben nur eins der vielen Beispiele in unserer täglichen Arbeit. Bevor ich nun an unsere heutige Moderatorin, Frau Eva Wolfangel, übergebe, wünsche ich Ihnen eine gelungene Veranstaltung und lade Sie auch jederzeit herzlich ein, über den Chat Ihre Fragen zu stellen und somit mit uns in den Dialog zu kommen. Ich wünsche der Veranstaltung ein gutes Gelingen. Frau Wolfangel, bitte.